Herzlichen Dank an alle Spender. Herzlichen Dank. Wer von euch ist schon in Weihnachtsstimmung? Hebt mal den Arm bitte. Gar nicht wen. Normalerweise. So, Martha, wir haben gerade ein Problem. Was für ein Problem haben wir? Und da kommen schon die ersten Kinder. Das ist ja der Wahnsinn. Buen dia und herzlich willkommen zu unserem letzten Video in diesem Jahr. Bevor ich mit dem Video loslege, noch kurz einige Worte an euch. Ich möchte mich nochmal bedanken, auch im ganzen Namen von der anderen Los Loquitos, ja, für die Treue, die ihr uns gehalten habt, ja, für die Abos etc. Wir haben ja noch was offen, ein Gewinnspiel. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wieder 2 Wochen Urlaub zu gewinnen bei uns im Resort. Mit dieser tolle Aussicht hier, also das ist jetzt die Fensterscheibe. Und unser Salzwasserpool ist endlich fertig. Also das kommt, genau. Fangen wir an. Was kommt alles nächstes Jahr? Was erwartet euch? Also die Fertigstellung vom Salzwasserpool. Die Hühner. Die Außenanlage, Fertigstellung. Die Hühner. Projektvorstellung. Die Hühner. Und ich muss euch die Geschichte erzählen, die ich mittlerweile erlebt habe, ja, bei der Grundstückssuche. Also das heißt, wir suchen immer noch weiterhin Grundstücke. Wir haben jetzt ein paar Grundstücke, aber wir suchen immer noch und es sind die unmöglichsten Dinge passieren. Also ich muss euch das erzählen in einem separaten Video. Dann haben wir nochmal einen Termin. Oder ich war auf dem Paraguay-Kongress. Da werdet ihr auch was mitbekommen dann. So kleine Ausschnitte, ja, die Reise und so weiter und so fort. Des Weiteren ist so, dass unser Kanal eigentlich unterhalten soll. Ja? Also wir bringen schon ein bisschen Wissen bei, hoffe ich doch. Ja, oder ein bisschen, ja, so ein bisschen Paraguay-Flair. Aber für uns ist halt auch ganz, ganz wichtig, wie findet das Leben hier statt in Paraguay. Ich denke, wir machen das eigentlich ganz gut, weil es ist nichts gespielt bei uns in den Videos. Das heißt, es ist wirklich die Realität. Und wenn ich dann auf dem Fußballfest bin, ja, Finale, im Pokalfinale, trinke halt mal 2, 3 Bierchen zu viel, dann ist es halt so fertig, ja. Also daher. Aber das ist das Leben in Paraguay. Ich denke halt, nur so kriegt ihr einfach, ja, so richtig gutes Feedback, beziehungsweise, ja, wie läuft's denn hier eigentlich ab, ja, anstatt wenn halt andere YouTube-Videos sehe, ja, die halt permanent in ihrem Haus sind, ja, und gehen halt nicht raus oder irgendwas und ich denke, so bekommt er halt viel mit. Nächstes Jahr wird ganz, ganz viel mehr noch Wissen mit eingebaut, also Wissen zum Beispiel wie das Video von der Evelyn, mit der Einreisebestimmungen etc., also das heißt, man wäre immer so Mischmasch machen, was geht aktuell ab, ja, so ein bisschen Teilnehmer am Leben, auch wieder Samba-Karneval und die ganze andere Veranstaltungen, aber auch immer mal wieder so einmal im Monat, ja, ein Business-Video eigentlich mache, dann über Paraguay. So, jetzt kommen wir zum Video und bevor das bösartige Intro kommt, ja, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ich verabschiede mich jetzt auch gleich. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Bleibt bitte gesund, rutscht gut ins neue Jahr rein. Und irgendwann in diesem Video kommt eine Frage, die müsst ihr beantworten. Schreibt diese in die Kommentare rein. Ich sehe es dann, wer es kommentiert hat. Ich sehe ja dann, ob ihr Abonnenten seid oder nicht. Und die, wo beides sind, also die Frage richtig beantwortet habe und Abonnenten, die wäre dann nächstes Jahr gezogen in einem Lostopf, so wie man es die ganze Zeit aufmacht hier mit der anderen Urlauber, wo da waren. Und wünsche euch ganz, ganz viel Glück dabei. Und bevor wir zum Video kommen, das ist das Geld von euch, wo wir gehabt haben vom Chaco. Dieses haben wir jetzt genutzt und haben tatsächlich über 40 Kinder da gehabt. Die genaue Zahl kommt wahrscheinlich im Video, also ein kleiner Hinweis. Und der Nikolaus war da, wir wollten eigentlich noch Hüftburg aufstellen, wir haben aber Gesichtsbemalung gehabt. Das Problem war, wir wollten freitags machen am Nikolaustag. Am Nikolaustag war leider dann ein Unwetter. Wir kommen morgen auch nochmal ein Unwetter, das letzte Unwetter jetzt dieses Jahr. Und die restlichen Geschenke habe ich dann freitags morgens, genau, auf der Harley, bin ich dann rausgefahren, habe sie dann verteilt an die Kinder. Also willkürlich dann, wo ich gerade auf der Straße getroffen habe.
Und die Hüpfburg haben wir nicht aufgestellt wegen dem Unwetter. Und das restliche Geld geht jetzt an die Bomberos. Und nochmal recht herzlichen Dank. Und jetzt habe ich schon 4 Minuten gebabbelt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Bis dann. Ciao, ciao, macht's gut. Hetz Taboniere. Suscríbete ahora. Buenas, so, heute haben wir unser Weihnachtsfest, Spendeaktion, Nikolaustag. Genau, haben wir jetzt einen Tag vorgezogen, weil wir morgen Unwetter bekommen. Das heißt, hier wird alles geschmückt natürlich. Da haben wir Kinderschminke. Da bekommen wir gerade Schirm gemacht vom Ding und da kommen schon die ersten Kinder. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, wir haben eigentlich die Hüpfburg organisiert, aber die Hüpfburg wegen dem Wind heute Abend müssen wir es leider absagen. Kinderschminke haben wir da, Papa Noel, also der Nikolaus ist da, der Weihnachtsmann, der Wichtel ist auch da, die Ina. Genau, und jetzt machen wir da ein bisschen was für die Kinder. Gibt da noch Grille, also Asaditos und andere Sachen und gut. Bis dann. So, wir holen jetzt gerade, wir sind selber erschrocken, weil die Paraguay jetzt doch eine halbe Stunde früher kommen, wie normal. Jetzt holen wir die Getränke bei der Lucia. Daniel ist dabei. Und Lucia. So, jetzt holen wir die Getränke para niños. Y Junior. ¿Con nosotros? ¿Con coche? ¿Sí? Dale. Okay, wir nehmen dann einen kleinen Junior mit. Okay. Und da kommt unsere Feuerwehr. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich bei 30, 32 Grad überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung bin? Ich komme nicht in die Weihnachtsstimmung rein. Das ist jetzt, glaube ich, 2, 3. Wie viele Weihnachten, Irina? Das 4.? Das 4. Weihnachten? Ja. Das 4. Weihnachten. Keine Chance mit Weihnachtsstimmung. Diese Aktion heute wurde oder wird finanziert von der Chago. Also das heißt damals mein Aufruf vom Chago, wo das große Feuer war, wo man dann halt nicht mehr rein konnte, weil halt abgesperrt war etc. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen dann was für die Kinder hier, kurz zu Weihnachten und der Rest geht an die Bomberos. Jetzt müssen wir gucken, wie viel das noch übrig bleibt. Und ein paar Leute haben schon gesagt, sie legen dann drauf, dass man dann hier für die Bomberos noch was machen dann. Viele Kinder sind schon da. Eine halbe Stunde früher wie geplant. Gar nicht gewähnt. Normalerweise sind wir deswegen immer 5 Uhr gesagt. Und wir kommen erst um 6 oder so. Egal, weiter geht's. Ja, fängt alles ein bisschen früher an heute. Da findet das Spiel statt und zwar, die müssen den Apfel rausholen ohne Hände. Ich rufe jetzt der Nikolaus an, ja, weil ganz viele heute noch Abend in die Kirche gehen um 19 Uhr so rum. Und ich bin jetzt beauftragt worden, ich muss den Nikolaus anrufen, ob er nicht ein bisschen früher kommen kann. Das weiß ich allerdings nicht, weil der steht ja im Stau, da hat es ja unheimlich geschneit im Norden. Sind einige Kinder da, freut mich. Einige sind gerade noch auf dem Weg, haben wir gerade gesehen, wo wir hergefahren sind. Nochmal recht herzlichen Dank an alle Spender. Und ihr seht hoffentlich, dass das Geld da wirklich tatsächlich ankommt. Ich versuche später zu filmen, wenn der Papa Noel da ist, also der Nikolaus, ja, der verteilt die Geschenke. Und im Hintergrund findet gerade die Gesichtsbemalung statt, die Feuerwehr ist schon da. Wir haben jetzt den Grill angeschmissen, weil unnötig, wenn die jetzt schon so früh da sind, dass die dann unnötig warten. Und wir fangen dann an mit Asaditos zu machen, dann haben wir Würstchen, verschiedene Pannen. Dann für jedes Kind Getränke. Wir haben eine ganz große Tüte Eis geholt. Ja, dann kriegen wir mal, wie der Abend wird. So, Martha, wir haben gerade ein Problem. Was für ein Problem haben wir? Der Thomas will gerade Spiele machen für die Kinder und er spricht Spanisch und was? Kein Guarani. Das heißt? Lernen. Michimi. Michimi. Buenas, so, ich habe jetzt endlich ein mitgekriegt. Ich bin froh, weil es ist ja wirklich sehr kalt hier. Und Ricardo macht Asaditos. Asaditos es una tradicional comida de Paraguay. de Paraguay.
und es werden immer mehr Leute. Wir machen jetzt gerade verschiedene Spiele, gerade wenn man das Apfelessen macht. Dann haben wir jetzt dahinter haben wir Eierlauf gemacht. Und die Kinder haben jetzt Eis verdient und Waffler gibt es jetzt gerade. So, und jetzt kommen wir zu der Gewinnfrage. Wie viele Kinder meint ihr, schätzt ihr, waren an diesem Tag da? Schätzt mal, und diejenigen, die am nächsten liegen oder der Volltreffer haben, die kommen dann in den Lostopf. Viel Glück! Also ich weiß ja, wer der Papa Noel ist und der hat nicht einen ganz weißen Bart. Jetzt haben wir überlegt, ob wir nicht hergehen und warten bis er da ist und hauen dann einfach den Puderzucker ins Gesicht. Sollen wir das machen? Einfach mal so richtig, wenn er kommt. So, guck. So, ich habe eine Frage. Wer von euch ist schon in Weihnachtsstimmung? Hebt mal den Arm, bitte. Martha, hast du mich verstanden? Heb mal den Arm, Martha. Machen wir es so, hallo. So, die Martha ist in Weihnachtsstimmung. Podemos distribuir los regalos. Die restlichen Geschenke, ich hocke mich morgen auf die Harley und ziehe das Nikolauskostüm an und fahre dann durchs Ort und verteile dann einfach die restlichen Geschenke. Die letzten verlassen das Schiff. Ich habe Modern Talking reingemacht und jetzt haue sie ab. Und Paraguay hat sich Modern Talking gewünscht. Habe ich reingemacht, jetzt haue sie ab. Egal, weiter geht's. Mega geil. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt da war. Wie viel Uhr haben wir? 9:30. Ja, das ist schon lange Zeit. Und wir sind mit allem Mann da gewesen. Richtig toll. Achtung, ich kriege jetzt noch ein Spektakel, wenn sie gesagt hat. So, Blaulicht ist schon auch. Oder Weißlicht. So, jetzt fehlt noch unser Kamion. Pool ist beleuchtet, abgedeckt. So, und zum Abschluss muss ich noch was sagen. Ohne diese Leute wäre das Fest gar nicht möglich gewesen. So, da haben wir einmal die Martha, wir haben einmal den Thomas, das sind die Los Amigos del Sol. Meine Frau kennt ihr ja schon. Im Hintergrund, man sieht es am Bad, der ist wieder rot geworden anstatt weiß. Das ist Papa Noel. Vikingo, Daniel, die haben alle mitgeholfen, Cynthia hat mitgeholfen. Dann haben wir hier, die Jana hat Waffler gebacken, der Thomas hat auf der Glauf gepasst. Ich habe nichts gemacht. Angie hat Waffel gemacht und hat Mama für alles eigentlich. Und dann haben wir noch die Kirstin, das ist ja die, ich würde das fast sagen, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, weil ich komme ja bei YouTube, Achtung. Das ist unsere Mama vom Resort eigentlich, ne? Oh, ja, so. Gesichtsbemalung und alles halt, ne? Habe ich jemanden vergessen? Ach Gott, natürlich. Ricardo, unseren Grillmeister, Poolmeister, ja, Konstruktionsmeister, unseren Bauunternehmer schlechthin. Genau, mega toll. Mit den Leuten hier was auf Füße zu stellen. Echt geil, mega geil. So, ich verabschiede mich. Es ist verdammt warm. Wie gesagt, ich schwitze, ich komme nicht in Weihnachtsstimmung. Wir haben jetzt noch 28 Grad. Reicht nicht.
ich komme in Weihnachtsstimmung. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Bleibt bitte gesund. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und der Anna filmt schon wieder gut. 27 Grad haben wir. Okay, in diesem Sinne, weil, seht schon mal, wie ich schon fühle, oder? Als Paraguayo. 28 Grad. Bleibt bitte gesund. Wir sehen uns nächstes Jahr. Herzlichen Dank an alle Spender. Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Buen dia. So, ich halte mein Versprechen ein. Ich habe mich verkleidet als Weihnachtsmann. Da vorne sind meine Geschenke drin. Und wir fahren jetzt rum in San Juan und Encarnacion und verteilen die restlichen Geschenke. Es sind doch noch einige übrig geblieben an die Kinder. Hier haben wir die Geschenke drin und hier nehme ich sie raus und dann fülle ich immer auf. Ich habe schon die erste Sechse wegbekommen. Ha! Aber immer noch ein weiter Weg vor uns. Wir müssen uns beeilen, weil heute gibt es Unwetter bis zum Sonntag. Das ist der Weg. Bis dann. Froher Nikolaustag. Ja.